Guten Morgen. Wir machen uns jetzt zu viert sozusagen auf den Weg in den Süden. Ich habe leider den Namen vergessen, ich glaube es heißt Al-Mersir. Und auf jeden Fall schon in der Nähe von Gibraltar, sodass wir dann morgen nach Marokko rüberfahren können. Es gibt da so viele Mandarinenbäume und auch Zitronenbäume. Rechts und links von uns laute Bäume. Und die sind jetzt gerade entweder kurz vor der Ernte oder wurden schon abgeerntet. Und wir haben auch ein paar gekostet, die sind echt gut. Das ist so ein cooler Ausblick. Die Fenster sind in Wirklichkeit so klein und so leise. Und der Motor im Stand ist laut, aber in der Kabine ist es bei Ihnen deutlich leiser. Da wette ich. So verrückt, wenn man denkt, dass wir morgen schon in Marokko sind und da ist noch der Schnee auf den Bergen. In Marokko ist auch Schnee auf den Bergen. Da kommt man sich echt klein vor, wenn man da hinten parkt. Heute hatten wir einen sehr langen Fahrtag. Jetzt werden wir unsere Fährtickets nach Marokko kaufen. Michael und Marina sind jetzt noch einkaufen und wir fahren sofort zum Campingplatz und suchen uns einen schönen Platz und warten dann dort auf sie. Hier vor uns ist jetzt das Meer und die Landschaft, finde ich, schaut ein bisschen aus wie Irland. Und das hätte ich überhaupt nicht gedacht. So weit am Südzipfel von Spanien und natürlich die Sonne, wunderschön. Ich gebe noch schnell unsere Karten für unsere Patreons ab, weil die haben schon spanische, so, ja. Die kann man halt nur in Spanien abgeben. Die Luft ist extrem feucht und manchmal sieht man richtig, wie wir durch eine Wolke fahren. Also Nebel natürlich, aber es sieht richtig aus wie Wolken. Wir haben jetzt einen Land Rover. So, wir warten jetzt auf die Fähre, also aufs Check-in und Boarding. Und wir fahren von Algeciras nach Tangamed. 2 schwedische Landcruiser, voll bepackt mit 2 Dachzelten am Dach jeweils, kommen gerade zurück aus Marokko. Wir fähren eigentlich von Spanien nach Spanien und erst dann kommt der Grenzübertritt nach Marokko. Und ja,
Schauen wir mal. Es ist angeblich sehr kurios und chaosmäßig. Wir finden das so super, dass wir mit Marina und Michael zusammenfahren können, weil die sind nämlich nicht das erste Mal da. Wenn man von der Fähre dann rauf geht, muss man erstmal anstehen und dann bekommt man irgendeinen Stempel, glaube ich, in den Pass. Und man braucht alle Dokumente mit auf der Fähre. Sehr angenehm, dass wir jemanden dabei haben, der weiß, wie das Prozedere hier circa abläuft. Am Südzipfel von Spanien hat England ja noch Gibraltar. Das ist dieser eine große Felsen da, der da vorne steht. Und das ist ziemlich cool. Also ich dachte einfach nur, dass das halt irgendwie abgegrenzt ist. Aber dass es halt quasi so ein einziger großer Felsen ist. Also da ist noch eine Landverbindung nach Spanien. Also das ist jetzt schon der nördlichste Teil von Marokko und ich hätte mir das nie so vorgestellt. Ich hätte es mir ganz anders vorgestellt. Aber es ist richtig bergig und auch sehr begrünt eigentlich. Das ist Afrika. So, jetzt heißt es Geduld haben. Und der da hinten wieder extrem überladen und der obligatorische Reifen. Und alle hupen irgendwie und fahren irgendwie. Ja. Ein bisschen wie in der Ukraine. Also einfach Zeit einplanen, geduldig sein. Ja. Hubresistenz. Ja, Hubkonzerte hier. Vielleicht geht es dann schneller. Grenzbeamten so, wow, sie hupen schon. So, also das ist ein bisschen ein Chaos mit dem Anstellen hier, aber wir haben Mittagessen. Dani hat gekocht, Paprika mit Reis. Ich glaube, eine von unseren lieben Zuschauern wollen vielleicht auch mal nach Marokko fahren. Und es gibt an der Grenze etwas, was man machen muss, was einem aber nicht gesagt wird. Also jeder bekommt in seinem Pass eine Nummer und man muss die Nummer von dem das Auto gehört, auf alle 3 weiße Zettel schreiben. Der erste wird dann abgerissen und den behalten sie. Die anderen 2 behalten wir. Wenn man mit der Fähre bucht, dann bekommt man diese weißen Zettel automatisch. Sonst gibt es so grüne Zettel, die man ausfüllen muss. Das heißt, zuerst mal die Nummer draufschreiben und dann den Leuten nachrennen mit dem Zettel. Wir haben es durch die Grenze geschafft. Wir sind in Marokko. Und wir haben es auch schon geschafft, Bargeld abzuheben. Es haben nur 2 von 5 Bankomaten funktioniert. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt sind wir am Weg zur Tankstelle. Weil wir ziemlich leer sind. Ich glaube, seit 2003, wo unser Defender gebaut wurde, war der Tank noch nie so leer, wie er jetzt ist. Ja, es ist nicht so wie normalerweise, dass man sagt, ja, es ist halt jetzt wirklich wenig drin, sondern so, dass wenn er jetzt ausgeht, das wird uns nicht mal wundern. Wenn wir zum Beispiel bergab geht bei der Autobahn, dann schalten wir wirklich den Motor aus und segeln bergab. Und dann so, wenn wir 70 km/h erreichen, schalten wir ihn wieder an und beschleunigen wieder. Also beschleunigen auf 80. Die Rettung naht. Geschafft. Mit Schmuck zum Tanken. Also wir haben jetzt 74,08 Liter getankt und der Tankinhalt von Defender sind 75 Liter angegeben.
Das ist jetzt schon die zweite Mausstation, wo alle Linien mit Rot gekennzeichnet sind, aber alle funktionieren. Und die nicht rot sind, also die nicht leuchten, die funktionieren nicht. So ist das System. Also leuchten heißt einfach, es funktioniert. Man kann es verwenden. Das hier scheint eine berühmte Brücke zwischen Rabat und Casablanca zu sein. Wir haben sie vorher schon auf einem Schild gesehen und jetzt in echt. Ja, es ist zumindest ziemlich hübsch beleuchtet. Wir wissen heute schon, auf welchem Campingplatz wir übernachten, deswegen können wir jetzt auch noch im Dunkeln fahren. Wir haben jetzt gegessen und jetzt schreibt Michael noch an ihrem Blog und wir schauen uns Routen an und ja, genießen den Raum. Guten Morgen vom Camping L'Océan Bleu in der Nähe von Casablanca. Ja, wir haben gut geschlafen und heute geht es weiter Richtung Süden, Richtung Agadir. Und ja, es ist richtig schön sonnig heute wieder und ich denke, dass es richtig heiß werden wird. Es ist urschön, was für Blumen da wachsen. Das muss nämlich so heiß sein im Sommer da und trotzdem jetzt im Jänner blüht das so schön. Der Reisebus fährt ca. 10 Grad versetzt, aber trotzdem geradeaus. Also so wie das Auto in der Ukraine. Wir haben noch nicht gesehen, woran das liegt, aber das sieht so krass aus. Jetzt geht es runter von der Autobahn und zu einem Strand, der uns in den Kommentaren empfohlen wurde und auch auf der Karte recht schön aussieht. Und dort werden wir wahrscheinlich die Nacht verbringen. Die Straße da führt durch einen Fluss und es ist aber keine Brücke, sondern nur so ein kleines Rohr für einen Rinnsal. Und sobald der Fluss größer wird, fährt man da mehr oder weniger durch den Fluss oder eben gar nicht. Wir sind jetzt eine halbe Stunde von der Autobahn abgebogen und es haben uns schon so viele Leute, hauptsächlich Kinder, aber auch Erwachsene, zugewunken und das ist ziemlich cool. Da pflügen Esel das Feld. Die Landschaft ist so unglaublich schön, also wirklich schwer zu beschreiben. Er schiebt da rechts hinten. Es ist jetzt kurz vor 7, aber schon ganz dunkel und die Sonne ist gerade untergegangen. Das Meer ist ganz, ganz schön. Der Ausblick muss morgen wirklich, wirklich schön sein. Wir sind jetzt auf so einem Art Plateau oben. Also die Landschaft ist wirklich beeindruckend schön hier. Das ist echt toll. Also, dass ich nicht mehr sagen kann, dass es schaut aus wie in, sondern es ist so, dass ich es einfach noch nie gesehen habe. I agree. Heute Abend sitzen wir wieder in ihrer Kabine und das ist schon sehr angenehm, so einen warmen Raum zu haben, wo wir dann zusammen essen können. Ja, das ist ganz schön. Der Typ da hinten hat einfach uns vorher von unten auf Französisch angesprochen und dann hat die Karin mit ihm geredet und er hat gemeint, er fährt in das Dorf da hinten und braucht jetzt eine Flasche Wein, weil sie möchten feiern. Und er so, möchtest du jetzt mitten in der Nacht eine Flasche Wein? Und er so, ja, vertrau mir. Und er hat mir so, ja, es ist mitten in der Nacht, wir sind hier irgendwo, es ist schwierig dir zu vertrauen. Dann habe ich das Licht von oben unten angemacht
Er war halt wirklich ganz ruhig, so als wäre es halt normal. Dann bin ich mal vorsichtig runtergegangen. Ja, dann bin ich zu Marina und Michael rübergegangen, habe gesagt, ob ich eine Flasche Wein haben kann. Habe ihn dabei im Auge behalten, aber er ist ganz ruhig auf der anderen Seite vom Auto gestanden. Und er hat uns morgen zum Mittag in seinem Dorf dort hinten, wo wir schon vorher durchgefahren sind, einen großen Fisch versprochen. Das war jetzt auf jeden Fall wirklich alles problemlos und friedlich, aber sehr skurril. Naja, gute Nacht weiterhin.